Ja, die medizinische Fachschule existierte schon seit den 50er Jahren und war zur damaligen Zeit wurde es Schwesternschule genannt, also diente zur Ausbildung örtlicher Krankenschwestern. Und mit einer Gruppe junger Studenten aus Afrika, aus Mali, wurde dann praktisch das Experiment unternommen, ich glaube 1960, die Schule zu öffnen für ausländische Studierende. Und im Laufe der Jahre, die dann folgten, hat man die Ausbildung der deutschen Krankenschwestern völlig runtergefahren und ausschließlich Studierende aus Asien, Afrika und Lateinamerika aufgenommen. Die waren zum großen Teil durch das Solidaritätskomitee der DDR finanziert und eingeladen. Das heißt durch entsprechende Partnerbeziehungen, die das Soli-Komitee mit politischen Parteien, mit Verbänden, mit Gewerkschaften in den jeweiligen Ländern aufgebaut hat. Beziehungsweise durch den FDGB, den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, und möglicherweise auch auf direktem Wege durch manche politische Partei. Es gab also fast ausschließlich Studenten aus den national befreiten Staaten. 1960 war ja auch das Jahr Afrikas, so wurde es bei uns genannt, als also die letzten mehreren Länder Afrikas ihre Unabhängigkeit vom Kolonialismus errangen, sodass man das, wenn man es zeitlich einordnet, dann halt auch vergleichen muss, bis 1960 gab es noch einen ziemlich starken Kolonialismus auf der Welt, in Afrika speziell, in Asien. Und in dem Moment, wo das aufhörte, konnten wir hier in der DDR medizinisches Personal ausbilden, was in diesen national befreiten Staaten nun massiv gebraucht wurde. Denn die Kolonialherren haben natürlich in dem Moment, wo sie ihre Macht verloren, auch ihr Fachpersonal, also Ärzte, Schwestern, sonstiges, mit abgezogen. Ja. Und aus diesem Grunde eben, sonst müsste man sich ja fragen, wie war das, dass die ersten ausgebildeten Hebammen in Guinea-Bissau, da muss es doch vorher schon welche gegeben haben. Sicher, das waren aber dann Portugiesen, die einfach das Land verlassen haben. Ja. Und das betraf etliche Nationalstaaten und neben diesen eben auch Staaten, wo noch um die Befreiung gekämpft wurde. Namibia, Südafrika, Spanisch-Westsahara und eben Palästina. Und nur aus diesen Regionen kamen die Studierenden nach Quedlinburg, das heißt aus westlichen Ländern, aus westlichen Staaten. Da bestand kein Interesse dran. Sicher hätten die gerne in der DDR auch eine Ausbildung gemacht, warum nicht? Das Gesundheitswesen war damals auf sehr gutem Stand. Und hier hätte es garantiert für Studenten aus dem Westen weniger gekostet als in der Bundesrepublik oder in Frankreich. Aber daran hatte die Regierung der DDR zum damaligen Zeitpunkt auch überhaupt kein Interesse. Sondern es ging hier echt um eine echte Hilfe im Sinne des proletarischen Internationalismus, den jungen Nationalstaaten und den Bewegungen eben unter die Arme zu greifen. Und das zeigt sich auch daran, dass eben nicht nur ausgebildet wurde und medizinisches Fachpersonal, sondern in erster Linie auch sogenannte Multiplikatoren, das heißt also medizinische Lehrausbilder, Medizinpädagogen hier ausgebildet wurden, die dann in ihre Länder zurückgingen und dort selbst die Ausbildung übernehmen konnten. Was dann in den letzten Jahren im Westen groß propagiert wurde, ja, Hilfe zur Selbsthilfe, das gab es alles. Ja, das ist nichts Neues.